Heute begleite ich Kapil beim Reisernten. Kapil war unser Trekking-Guide zum Annapurna Basecamp und zum Mount Everest Basecamp. In diesem Video besuche ich ihn in seinem kleinen Dorf Sukauda und zeige euch meine spannendsten und bewegendsten Einblicke aus einer Woche in Nepal. Nachdem die Plane ausgelegt ist und mit großen Steinen versehen, heißt es erstmal ran mit dem Reis. Und zwar mit viel Reis, mit sehr viel Reis, mit sehr viel Reis. Ja. Für einen Stundenlohn von 2 € arbeiten hier viele Dorfbewohner Hand in Hand mit Kapil, um an einem Tag mehr zu ernten, als ich persönlich für möglich halte. Und das bei über 30 Grad in der Sonne. Ich wollte mich natürlich auch einbringen und bei der harten Arbeit helfen, aber... Let me take it out. I think it's not good, yeah. You need to hit like strong, like that. Yeah. Strongly, man. Go ahead. Yeah, that's all right. Leave it. Okay, so you think I'm too slow to help you? Exactly. No, but this one you can bring that. Das sind solche Atzen, die wollen halt noch das komplette Feld hier leer machen. Es geht zwar verhältnismäßig schnell, so ein Reisbündel leer zu schlagen, aber das sind halt wirklich richtig viele und über ein richtig ordentliches Feld. Es geht von hier hinten einmal komplett bis da ungefähr rüber. Rice require a lot of water, so especially we plant this rice during the monsoon. Because yes. monsoon, like every day raining, it is never gonna stop. Like every day raining all the times. Have you ever bought rice in your life? No, not yet. Yeah. Here we grow ourselves. Like Very we don't, nice. We don't depends on like city lifestyle. You know, whatever we require, we'll make it here. Selbst beim Reisbündel tragen haben die Nepalesen mal mindestens die doppelte Menge von mir getragen. Und es wurde mehr und mehr und mehr. Ey, ich bin euch ganz ehrlich, das ist mir schon vom Hingucken einfach zu viel Arbeit. What the fuck? Holy shit, ich habe gerade diese Ziege gestreichelt und dann ist mein Auge mal da hinten drauf gekommen. Beeindruckt dich diese Spinne? Ich glaube kein bisschen. Schmeckt's? Schmeckt's? Weil es gerade so schön passt, gehen wir für Kapils 4 Ziegen einmal kurz Gras ernten auf dem Hügel hinter seinem Haus. Da lernt ihr auch gleich mal seine wundervollen Kinder Anuska und Kausa kennen. Die beiden sind 11 und 8 Jahre alt und mir super schnell ans Herz gewachsen. Außerdem erfahren wir hier viel über Kapils Geschichte und über die des ganzen Dorfes. The people are looking for more opportunity. Right now, the young generation, they are really fed up with our government because they only like focusing on corruption. They only thinking about themselves. They never think about those public who troubling, who got like very suffering from the food. They don't care about that. That's why like right now half of population they are already migrating like your country. There is so many in Europe there are so many countries. The people really wants to go. Even if I get an opportunity I will get there because no future here in Nepal. Oh, that's so sad to hear. So exactly. So this is my uncle's house. It was restored in like 2015 earthquake. Yes. My uncle's house, yeah. Wow. Yeah. 2015 gab es hier ein Erdbeben mit einer 8 auf der Richterskala, was als extremes Erdbeben zählt. Das Epizentrum lag in Gorkha, 30 Kilometer entfernt von Kapils Zuhause. In ganz Nepal kamen dabei fast 9.000 Leute ums Leben und Hunderttausende verloren ihr Zuhause. Es ist echt heftig, dass vor 10 Jahren hier noch ein 3-, 4-stöckiges Haus stand. Da mittlerweile einfach dicke Bäume drin wachsen. Oh, it's a handbag. Wow. How do I look? Did you just fold that? Wow, what's that? It's a mango. That's a mango leaf. Yeah. Wow. I made it that like. No. Very nice. Can you eat it? Yes. Yes? It's not very bad. You actually like this?
It's not bad. The old generation, they live like more than 90 years or 100 years. They can live. 90 years to 100 years here. Yeah, so many people. But now the young generation, they started dying like after 50 years. They're becoming very older, you know. Really? They don't, yeah, because they never use herbal plant. They only depends on all the chemical stuff from the market. Yeah, is it true? You know, Wow. is it true? The road you can see from here, Kathmandu is about, I think 150 maximum per kilometer. 150 But it kilometers. takes more than 5 hours. So I don't want that. I want to be like very fast Yes. and the secure way. So I want my government to fix it, all those things. But not, we tried already. So Yes. yeah, for you this is like kind of surprise. Wow, you got really nice beauty here. But we already tried to see those. Baba. Those who live here in Nepal, they already Baba. try to see this beauty. But Baba. we want to see some in production. How long will this last? Before the goat, Yes. maybe 2 days, 2 days? 3 days, I don't know. Wow, they eat a lot. Huge cactus. Look at that. You think I can touch them? Bevor ich morgen mit Anuskal und Kausal einen der verrücktesten Schultage meines Lebens bekomme, schauen wir mal zurück zum Reisfeld. Mit der Maschine ist es natürlich auf einmal jetzt wirklich möglich, das alles an einem Tag zu schaffen. Kapil meinte, eine Maschine war kaputt, aber er hat dann Gott sei Dank noch eine andere organisiert bekommen. Sonst hätten wir im Notfall wirklich ehrlich alles per Hand machen müssen. Und mit wir meine ich die strammen nepalesischen Atzen und Atzinnen. Dicken Respekt, was die für eine Arbeit leisten den ganzen Tag. Ich kann gar nicht sagen, wie viel schneller, effizienter und einfacher die Maschine diese Arbeit gemacht hat. Die massiven Reissäcke wurden wie am Fließband gefüllt. Eine Hälfte der Ernte kam in sein Lager direkt am Feld, der Rest musste bis zu ihm nach Hause. Kurze Quiztime. Wie viel Kilo Reis trägt dieser 14-jährige Junge gerade aus seinem Rücken? Is this heavy for you? What do you think? How many kilograms of rice will the whole harvest be? I don't know. Maybe this is 150 and then 1,000 kg. 1,000 kilograms. 1 ton. I think it was more than that. Don't throw up. Hold it for a while. Sauce on you? You want some? Oh no, thank you. I'm fine. It's perfect. Nach guten 6 Stunden häufen sich die abgeernteten Reisbündel und die Energie wird weniger. Die Sonne schallert nach wie vor übertrieben rein und Mal für Mal laufen Kapil und seine Leute, um endlich Feierabend machen zu können. Look at that. Schaut euch das an. Wow. Das ist kein Joke-Kübel. Da ist richtig was drin. Der Reis kommt dann noch in eine Mühle und wird quasi von seiner Schale getrennt, um dann verzehrfertig zu sein. I'm just so tired. Oh my god, my head is blasted. Yeah, Head's blasted. And then I could not get back the pain. You could not get back. Yeah, and so I'm just helping my wife cooking some stuff Very for nice. those people who are working there. Very nice. Hey man, you did a great job, like for real. Es ist Zeit für Dalbat. Diesmal mit ultra lecker marinierten Hühnchen, wieder Linsensuppe und weiß nicht, es erinnert mich so ein bisschen an Kartoffelsalat von meiner Oma, nur in scharf. Jetzt habt ihr ja heute schon gesehen, wie der Reis geerntet wird. So wird er vernichtet.
Hier wird auf jeden Fall immer restlos aufgegessen, weil Essen einfach einen komplett anderen Stellenwert hat. Aber es wird auch restlos aufgegessen, weil es ultra lecker ist. Kurz vor 8. Ich habe wunderbar geschlafen, auch wenn das Bett extrem hart ist. Vielleicht auch gerade, weil das Bett extrem hart ist. Ich mag es eigentlich. Ich sag mal, hier ist es auf jeden Fall Pflicht, mit offenem Fenster zu schlafen. Dafür wacht man auch gleich mit dieser View auf. Tatsächlich gibt es hier zweimal am Tag eine große Mahlzeit. Und zwar Dal Bhat zum Frühstück und zum Abendbrot. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe das. So ein leckeres Essen, so ein gesundes Essen und morgens gleich was richtiges warmes Essen, sehe ich mich auch absolut. Linsensuppe, ein bisschen Joghurt zum Dippen, 2 verschiedene Arten Curry, Blumenkohl mit Kartoffeln, verschiedenen Bohnen. Es ist so gut wie alles frisch selber geerntet. Dal steht für Linsen, Bhat steht für Reis. Also ist eins der Nationalgerichte Nepals quasi einfach Linsen mit Reis. Ab und zu gibt es noch Fleisch oder Joghurt dazu. Und wenn man das Ganze im Restaurant bestellt, kriegt man auch schon mal eine richtig derbe Platte. Wow. Dhanyavad. Thank you so much. Okay, welcome to our Wow, thank you, Dhanyavad. Okay. Thank you so much. Move. Class. Okay, Daniela, join. Das nenne ich nochmal ein Willkommen. Oh mein Gott, sind die Leute hier lieb und süß. Unfassbar, das hätte ich wirklich nicht erwartet. Überhaupt, dass es diese Opening Ceremony jeden Morgen gibt. Und auch wenn die Schulklassenräume alle sehr basic sind, ist das Miteinander, glaube ich, hier unfassbar schön. Einfach nur. Und natürlich die Aussicht, die Landschaft wieder einmalig. Ich glaube, das ist eine der wildesten Aufnahmen, die ich je gemacht habe. Good morning, everybody. Good morning. Good morning, sir. Ich hatte an den Tag gar keine Erwartungen, wollte einfach auf mich zukommen lassen, was passieren wird. Und was soll ich sagen, ich musste auf jeden Fall meine Komfortzone die ganze Zeit verlassen. Can you teach everything? In subject? Can you teach any subject, science or math or other? I can teach English maybe? English, a bit? yeah, Yes, English, yeah. probably. That's you, like. So you're leaving me alone to teach them now? Okay. This is where you're at right now? That's different sides. Ich habe mein Bestes gegeben, aber das war wirklich ein Wurf ins kalte Wasser. Am Anfang wusste ich wirklich gar nicht, was ich machen soll, aber wir haben uns schnell aufeinander eingestimmt und hatten noch eine sehr coole Stunde. The cherry? Cherry? You also need a Y. Y. Yes. A-R-R-Y. We can do the grapes. Let's do the grapes. Yes? R. Yes. Did you learn something? Oh, wow. Thank you so much. Dhanyavad. Wow, you're so cute. Wait, no. Okay, go inside. Go. Im Anschluss bin ich in Anushkas Klasse und habe zugeschaut, wie sie eine Stunde Nepali unterrichtet bekommen. Vom Unterricht habe ich zwar kein Wort verstanden, dafür aber langsam realisiert, dass hier so gut wie nie Europäer zu Besuch sind und deswegen sowohl die Schüler als auch die Lehrer einfach super interessiert waren, sich mit mir auszutauschen, und genauso ging es mir ja umgekehrt auch. Außerdem finde ich, die Lehrer und Lehrerinnen wirken hier voll offen, herzlich, präsent und auch interessiert statt so genervt, wie man das an deutschen Schulen öfters mal mitbekommt.
Ich denke, die Kinder liegen denen wirklich am Herzen. Das ist richtig schön zu sehen. Thank you so much. Hello. You're already dancing? Wow. Nach der Morgenroutine habe ich vermutet, dass die Kinder hier auch regelmäßig in der Schule tanzen. Allerdings bin ich, wie der Zufall es so wollte, pünktlich zum Tihar-Festival in Nepal gewesen. Das ist eines der größten hinduistischen Feste und feiert über 5 Tage Tiere, Licht, Menschen und vor allem Zusammenhalt. Anlässlich des Tihar-Festivals haben viele Schülerinnen und Schüler Tänze vorbereitet und während die eine Hälfte der Kinder wirklich übt, macht die andere aus Spaß mit oder verarscht die erste. Oh no. I accidentally put it in and it was like all over the face. Is it better? No. Oh mein Gott. Anscheinend wollten die Kinder mehr, als dass ich nur zuschaue. Und am Anfang habe ich mich gefühlt, als würde ich mich brutalst zum Affen machen. Aber mit der Zeit wurde ich ein bisschen lockerer und habe einfach den Spaß an der Situation gefunden. Und es war wirklich richtig witzig, einfach mit den Kindern zu tanzen und Spaß zu haben, egal wie es aussah. Ich cringe mich trotzdem beim Zusehen ein bisschen weg, aber den Spaß gönne ich euch auch. Miro? Nam? Oli? Ho. Yeah. Mo Unantis Borsako Poye. Okay. Haisa? Anuska? Yes. Haisa? Rambas. Let's go. You did a great job. Das ist Kapils Haus und ich gebe jetzt mal eine kleine Roomtour. Kapil hat einen kleinen Shop hier mit Chips, Schokolade, einem Kühlschrank, so alltäglichen Bedarfssachen. Hier finden die meisten derben Dal-Bad-Kochungen statt. You making the tea right now? Yes. Oh, amazing. I love the milk tea. Thank you so much. Mega. Dann haben wir hier das Badezimmer. Das ist eine absolut typisch nepalesische Toilette. Ihr fragt euch jetzt sicher, na du, kein Klopapier? Man gewöhnt sich dran, das ist hier das Zimmer der Mutter. Ich glaube, hier gibt es auch den einzigen Fernseher im Haus. Ist auch einen kleinen Schrein. Jetzt raus in den Garten. Oh, Bananas! Wow, look at that. Really nice. Hier ist ein kleiner Garten. Da hinten ist ein Ziegenstall. Und dann gibt es hier draußen noch die Außenküche, was ich auch total spannend finde. Hier wird wirklich noch über Feuer gekocht. Und hier ist das massiv volle Reislager, das wir in der Reisernte haben befüllen sehen. Wow. Welcome. Hier schlafe ich, hier sitze ich, hier genieße ich. Hier oben ist einfach ein wunderschönes Rooftop. Morgens ist hier alles komplett nebelverhangen. Ihr seht den Schlauch. Der Schlauch bringt Wasser von einer Quelle aus den Bergen. Beziehungsweise wird er auch einfach an Flüssen angedockt und so beziehen die ihr ganzes Wasser hier quasi aus der Natur und gratis. Was die hier normal bezahlen, ist Strom. Kapil meinte, die zahlen hier ca. 1000 nepalesische Rupien pro Monat, was ungefähr 8 € entspricht. Mein aktueller Schlafplatz.
Hier geht man besser nicht hin, wenn man Angst vor Tieren hat, denn hier ist alles offen. Die Fenster sind Gitter. Es gibt hier auch einige Bewohner. Ja, und auch hier drüben ist einfach alles offen. Ein komplettes Fenster. Das ist das Schlafzimmer, was sich die Eltern mit Kausal teilen. Anushka schläft mit ihrer Großmutter im Erdgeschoss. Und dann gibt es hier einen wunderschönen Balkon. Kapil besorgt sich gerade wieder ein paar Sachen für den Shop. Hier sind ganz viele Händler, die einfach durchfahren und Sachen verkaufen. Und hier sind auch immer ganz viele Hunde auf der Straße. Das ganze Dorf besteht quasi aus dieser Straße, die sich über ein paar Kilometer einfach zieht und Heimat von ungefähr 200 Leuten ist. Wobei es manchmal echt mehr wirkt, weil die Leute hier total offen sind und total viel auf der Straße sitzen und einfach super viel Zeit miteinander und in der Gemeinschaft verbringen. Ich finde das total super. Ich finde es manchmal ein bisschen anstrengend, weil man dem Ganzen natürlich dann auch schwieriger entfliehen kann, aber an sich finde ich es wirklich super. Was ist das? Kleiner Snack, es gibt Chatpuree. Ja. Chatpuree? Yes. You love that? Ist irgendwie so ein bisschen wie Puffreis mit Bohnen und Zwiebeln und ist natürlich wieder ein bisschen scharf, aber richtig geil. Um den Tag abzurunden, haben mich die Kinder noch zum Schwimmen an den Fluss geführt und alle hatten Bock. Wie fanden wir es am Fluss? Mega. Es gibt wieder Dal Bhat zum Abendbrot. Heute mit Gemüsecurry und einer Art Spinat. Peanut. Und natürlich Linsen. Und mit Kausal. Dadurch, dass es hier oben offen ist, hat man halt die ganze Nacht alles durch. Das gleiche gilt fürs Licht. Es ist gerade so 7 Uhr. Die meisten anderen im Haus sind schon eine gute Stunde wahrscheinlich wach. Ich mache mir morgens, wenn die aufwachen, immer noch mal kurz Oropax rein, weil man im Haus einfach alles super schnell hört. Ich mag den Rhythmus eigentlich auch, kurz nach Sonnenaufgang aufzustehen. Wobei Sonnenaufgang bei dem Nebel hier natürlich wirklich sehr relativ ist. Die Sonne geht nämlich dort hinten auf und wie ihr seht, seht ihr nichts. Ich könnte wirklich mein ganzes Leben lang Dal Bhat zum Frühstück essen. Das ist so ultra geil. Heute wieder ein Haufen Reis, ein bisschen frischen Rettich, ein gutes Curry mit viel Kartoffeln und Bohnen wahrscheinlich, das Spinatähnliche und wieder so eine Art Coleslaw mit Schärfe. Richtig geil, richtig geil. Und was nie fehlen darf, sind die Linsen. Es ist übrigens gerade Stromausfall. Das passiert hier eigentlich fast täglich mal. Ich mache auf jeden Fall richtig gerne ein bisschen was von den Linsen einfach auf den Reis, damit er auch ein bisschen feuchter wird. Und dann mixe ich mir meistens die Sachen einfach einzeln ein bisschen rein. Do you like fish? Fish? Yes. You have fish? Oh wow. Oh, I never tried these. Thank you. You eat the whole thing? Small river. From the river? Yes. Ah, okay. Das erinnert mich voll so ein bisschen an so an so eine Art fischigen Chicken Finger.
mega lecker. Wirklich mega lecker. Direkt aus dem Fluss, in dem wir gestern schwimmen waren. So geil. Eine weitere derbe Platte erfolgreich weginhaliert. Namaste! So, what's happening today? Nothing. Nothing? Maybe a little dance is happening for the Festival of Light. Yes. What's it called again in Nepali? Tihar. Tihar. Yes. Wie man es aus Deutschland kennt, ist am letzten Tag vor den Ferien schon Urlaubslaune. Dieses Jahr wurden die Ferien von 3 auf 5 Tage verlängert, weil das Tihar Festival nun genau mit der Reiserntesaison zusammengefallen ist und viele Kinder daheim zur Hilfe gebraucht wurden. Hier entsteht übrigens ein Rangoli. Jede hinduistische Familie kreiert ein solches zum Tihar Festival, um den Göttern zu gefallen und sie einzuladen, in ihr Haus einzutreten. Außerdem soll es für Freude sorgen. Statt mich fasziniert weiterschauen zu lassen, hat mich Anuskar zur Seite gezogen, denn es gibt eine weitere Tradition, die sie mir zeigen wollte. In der Schulküche geht es nämlich gerade heiß und fettig her. Hier wird gerade Sel Roti vorbereitet. Dieses Ringbrot ist eine traditionelle Spezialität, vor allem bei Festivals wie dem Tihar, und wird aus Reismehl, Wasser, Butter, Zucker und ein paar Gewürzen gemacht. So it's only in there for like 1 minute. Every bread only 1 minute. Yes, yes. Wow, look at that. Wow, that's so beautiful. Wow. Rangoli. Wow. His name is Rangoli. Rangoli. Yes. It's beautiful. Happy Tihar. Happy Tihar. सधैँ मान्छे चाहिँ अब मृत्यु भएका मान्छेहरू लानु पर्ने र सधैँ दुःख भोग गर्नु पर्ने। Wegen Copyright gibt es den Rest jetzt mit anderer Musik. Ich habe da was Passendes. Im Anschluss an die Tänze haben wir uns erstmal ordentlich Sel Roti reingedonnert und einer der Lehrer hat die Gaben an die Göttin Lakshmi gezählt. Das ist die Göttin der Fülle und des Reichtums und Geschenke an sie sollen die Chancen auf eigenen Wohlstand steigern. Happy Tihar. Happy Tihar. Was waren das für aufregende Tage? Irgendwie anstrengend, weil es so viele neue Eindrücke waren, aber das war es natürlich wert. Ich habe sehr viel gelernt und mitgenommen und werde Kapil und seine ganze Familie in Erinnerung behalten. Während draußen weiter Tihar zelebriert wird, endlich wieder Zeit für Dal Bhat mit wie immer Reis, ein bisschen Bohnencurry, Coleslaw mit ein bisschen Schärfe, richtig geil, und natürlich Linsen. Und zur Feier von Tihar gibt es heute
Ziegenfleisch. Ich glaube, ich ehrlich gesagt noch nie gegessen. Ich bin sau gespannt, wie die Ziege schmeckt. Boah, scharf. Subscribe to Alex Muglish.